Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute möchte ich mit euch über mein Lieblingsthema reden, Sailor Moon. Mich hat nämlich interessiert, ob es zur Serie denn auch einige wissenswerte Dinge gibt und, welche Überraschung, es gab sogar ziemlich viele mehr oder weniger interessante Fakten und ich dachte, ich stelle euch mal ein paar davon vor. Viel Spaß! Fangen wir doch zunächst einmal mit dem Ursprung von Sailor Moon an, denn eigentlich sollte die Hauptperson gar nicht Sailor Moon sein, sondern Sailor Venus bzw. Sailor V. Naoko Takeuchi, die Erfinderin von Sailor Moon, hat dann auch einen Sailor V-Manga gezeichnet und dieser sollte dann auch als Anime umgesetzt werden. Naoko hat dann die Idee aber nochmal überdacht und 4 weitere Kriegerinnen dazu erfunden. Das ist auch der Grund, warum Bunny bzw. Usagi Minako so ähnlich ist. Fakt Nummer 2: Ihr kennt sicher die Namen von Bunnys Familienmitglieder. Der Vater heißt Kenji, die Mutter Ikuko und der Bruder Shingo. Aber wusstet ihr auch, dass Naoko diese Person nach den Mitgliedern ihrer eigenen Familie benannt hat? Fakt Nummer 3: Ihr erinnert euch doch sicher noch an Anne und Ale. Sie waren die Bösewichte in der ersten Hälfte der 2. Staffel. Da aber der Manga und der Anime damals fast gleichzeitig produziert wurden und Naoko zu dieser Zeit wahrscheinlich noch nicht fertig war, erfand Toei Animation einfach Anne und Ale, die dann 13 Folgen lang die Hauptbösewichte waren. Die sind also nicht im Manga vorgekommen, sondern nur im Anime. Das gilt übrigens auch für den Ritter des Mondlichts, den gab es auch nicht im Manga. Zum Glück. Ach ja, noch was zu Anne und Ale. Anne heißt im Original Ann. Oder besser gesagt Anne. Und wenn man dann beide Namen, also Ale und Anne zusammen ausspricht, wird daraus, genau, Alien! Fakt 4: Es geht um Reis Home Sweet Home, der Hikawa-Tempel. Doch dieser ist keine Erfindung von Naoko, sondern ihn gibt es wirklich. Aktuell gibt es sogar 3 Hikawa-Schreine, und zwar in den Bezirken Azabu, Akasaka und Shirokane. Der Schrein in Azabu ähnelt dem im Manga und der Schrein im Anime ist an den in Akasaka angelehnt. Fakt Nummer 5: Diesmal geht es um die Geschlechter mancher Personen, die im Anime etwas variieren. Und nein, die Rede ist nicht von Haruka, wir alle wissen, dass sie eine Frau ist. Aber fangen wir doch mit den beiden an, Zoisite und Fischauge. Vielleicht ahnt ihr es schon, oder ihr wisst es schon, diese beiden sind keine Frauen, sondern Männer. Sie wurden im Original auch von Männern synchronisiert, in Deutschland und ich glaube auch in anderen Ländern wurden sie aber von Frauen gesprochen, wahrscheinlich wegen ihres weiblichen Aussehens und wegen Zoisites Beziehung zu Kunzite. Man sieht im Anime sogar, dass Fischauge sein Oberteil auszieht. Aber sie sind nicht die einzigen, deren Geschlechter geändert wurden. In Portugal zum Beispiel ist Artemis weiblich und Luna männlich. In Frankreich war Artemis erst weiblich und später männlich. In vielen Ländern werden auch die Sailor Starlights von Männern gesprochen. In der italienischen Version ist es sogar so, dass die Threelights Zwillingsschwestern haben, die Sailor-Krieger sind. Ja, für alle, die es nicht wissen, die Sailor Starlights sind eigentlich Frauen, aber auf der Erde tarnen sie sich als Männer. Im Manga verkleiden sie sich nur, im Anime wechseln sie tatsächlich ihren Körper und sobald sie sich dann verwandeln, werden sie wieder zu Frauen. Fakt 6: Die englischen Namen. Ja, Geschlechter sind nicht das einzige, das in anderen Ländern geändert wurde. Usagi heißt in der englischen Version zum Beispiel Serena, Makoto heißt Lita oder Leiter, Minako heißt Mina, okay, das geht ja noch, Mamoru heißt Darien, Chibiusa Rini und Haruka und Michiro heißen Amara und Michelle. Amy und Ray haben zumindest ihren Vornamen behalten, werden aber etwas anders geschrieben. Natürlich waren das jetzt nicht die Namen aller Charaktere, aber wir wollen ja heute noch fertig werden. Fakt Nummer 7: Diesmal geht es um Ray. Ihr wisst ja, sie arbeitet in einem Tempel und ist somit eine Miko, also eine Tempeldienerin. Diesen Mädchen wird nachgesagt, dass sie sehr gut im Bogenschießen sind. Und jetzt überlegt mal, wie Mars letzte Attacke im Anime ausgesehen hat. Na, ist das nicht ein Zufall? Übrigens, schaut doch mal, mit welcher Hand Ray ihren Bogen spannt. Mit der linken. Das lässt darauf deuten, dass sie Linkshänderin ist. Das ist allerdings nur eine Spekulation. Fakt 8: Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was über die Pärchen bei Sailor Moon. Bestimmt ist euch aufgefallen, dass Amy und Taiki sich in der 5. Staffel näher gekommen sind. Das ist aber nicht ganz grundlos passiert. In der Astrologie sind nämlich jedem Planet 1 oder 2 Sternzeichen zugeordnet. Bei Merkur wären das Jungfrau und Zwilling. Und wie es der Zufall so will, ist Amy Jungfrau und Taiki Zwilling. Und noch ein weiteres Detail über Paare. Und schon kommen wir wieder auf Geschlechter zurück. In anderen Ländern war es nämlich nicht so ganz klar, dass Haruka eine Frau ist. Außerdem hatten auch einige Länder ein Problem mit der Frau-Frau-Beziehung zwischen Haruka und Michiro. In der englischen Version zum Beispiel wurden die beiden deswegen als Cousinen dargestellt.
In Deutschland wirkte es eher ein bisschen freundschaftlich. Fakt 9. Es geht um den ersten Abspann der Serie. In der ersten Folge der japanischen Version sah das nämlich so aus. Schön hell mit Tokio im Hintergrund und alles sehr hübsch. Der Grund, warum das geändert wurde, ist dieses Bild. Angeblich ähnelt dieser Umriss nämlich sehr stark einem Schimpansen, was ich jetzt eigentlich nicht finde. Deshalb wurde das dann etwas abgeändert und sah dann so aus. Usagis Kopf dann so. Weil die Farben aber nicht so kräftig und eher düster waren, hat man das Ganze nochmal geändert, sodass es dann schließlich so aussah. Diese Version wurde dann auch für den deutschen Abspann hergenommen. Fakt Nummer 10. Ihr erinnert euch doch sicher noch an Bunnys Lehrerin. Hier wurde in der deutschen Version ein wenig geschlampt. Die Lehrerin heißt nämlich Haruna Sakurada und wurde anfangs im Anime Fräulein Haruna genannt. Später allerdings hieß sie dann Miss Sakurada. Ja, das ist seltsam. Vielleicht, wenn man dann gemerkt hat, dass Haruna ja eigentlich ihr Vorname ist und nicht ihr Nachname und das im Deutschen etwas seltsam gewesen wäre. Fakt 11. In der Live-Action-Serie PGSM sang Minako anfangs ein Lied namens C'est la vie, zu Deutsch Das ist das Leben. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass sich C'est la vie ziemlich stark wie C'est la vie anhört? Naja, passen würde es ja, immerhin singt es Minako. Fakt Nummer 12. Ratet mal, welchen Charakter Naoko Takeuchi am schnellsten zeichnen kann. Okay, ich löse auf. Es ist Artemis. Fakt 13. Sicher wusstet ihr schon, dass im Manga Charaktere vorkommen, die es nicht in den Anime geschafft haben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Sailor Heavy Metal Papillon. Sie ist die 5. der Sailor Animamates, also der Sailor-Krieger von Galaxia. Leider kam sie nur im Manga und in den Musicals vor. Fakt Nummer 14. Kurze Quizfrage. Was passiert, wenn Merkur ihren Ohrring berührt? Richtig, ihre Brille erscheint und ist bereit, die Feinde zu analysieren. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass Merkurs Visier deutsch programmiert ist? Guckt mal hier auf das Bild und lest, was da alles dasteht. Das ist jetzt aber eigentlich auch nicht so verwunderlich, denn Amy muss ja Deutsch können, immerhin wollte sie ja in Deutschland studieren. Und der letzte Fakt. Das ist der, den die wenigsten wissen werden. Ich war auch ziemlich überrascht. Ihr kennt ja Sailor Saturns tolle Sense der Stille. Wenn sie die schwingt, ist der Planet futsch und so. Aber eigentlich war Saturn eine ganz andere Waffe zugedacht. Ich zeige euch das mal. Das hier ist einer von Naokos Urentwürfen. Und ja, ihr seht richtig, Sailor Saturn hält einen Besen in der Hand. Einen Besen. Ja, das ist etwas seltsam, wie ich finde. Aber ich habe da so eine Theorie. Denn in einer Folge des Animes sagt Hotaru ja, dass die Leute sie alle für eine Hexe halten, weil sie ja heilen kann und diese ganzen komischen Fähigkeiten hat. Vielleicht hängt das ja damit zusammen, wer weiß. So, das war's dann auch schon mit meinem Video über Sailor Moon Fakten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wenn es dir gefallen hat, darfst du gerne einen Kommentar da lassen. Auch wenn es dir nicht gefallen hat, natürlich. Das würde mich echt sehr freuen und ja, vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!